Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mal wieder mit, knapp, mit Kaigas Assault von Burudenk tatsächlich. Und ich bin in Team Black. Diesmal ist mir direkt zu Beginn aber auch wirklich gemerkt, damit nicht wieder die Verwirrung aufkommt. Und ja, warum nicht auf FEC, ist einfach der Grund, dass ich auf FEC legit in den letzten 2 Wochen keinen Progress hatte. Und entsprechend, ja, kann sich da halt nicht wirklich viel geändert haben, sag ich mal. Also wird halt immer noch von High-Level-Leuten komplett weggezockt werden. Ach komm, zu dritt? Uff. Ja, aber es sieht schon wieder sehr unausgeglichen aus. Es stand gerade 24:3. Also jetzt nicht mehr offensichtlich. Aber jetzt werden wir wieder gespawnt-trapped. Also es ist echt schade, dass das einfach immer noch so ist mit diesen unausgeglichenen. Also dass selbst wenn mehr Leute mitspielen... Oh fuck. Lol. Was war da? Okay. Wahrscheinlich ein Eye of the Storm. Ja gut, hier ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mit Effekten spielt. Ausnahmsweise. Ja, aber wie schon gesagt, einfach so ein 2-wöchiges Update immer geben, wie es so bei Kaigas Assault aussieht. Aber es hat sich jetzt halt literally monatelang nichts mehr geändert. Deswegen kann natürlich nicht viel passiert sein. Ich frage mich gerade, wie das sein kann, dass unser ganzes Team irgendwo ist und nicht mitbekommt, dass wir hier gespawnt-trapped werden. Das ist echt verwunderlich. Also wo sind die denn alle? Uff. Finally. Aber das war halt leider nur einer von dreien. Also irgendjemand von unserem Team muss irgendwas machen, weil wir haben 2 Artefakte. Aber wir kriegen auf jeden Fall keine Kills. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Feststellung. Irgendwas... Ja, wobei jetzt haben wir nur noch ein Artefakt. Ja. Komm schon, irgendjemand. Was, da waren 2 Leute von uns in Dark Elo und der lebt immer noch? Ey, come on, man. Ey, aber 2 Leute von uns in Dark Elo. Keine Chance. Man merkt halt krass den Unterschied zwischen PvP-Spielern und PvE-Spielern. Man merkt es einfach daran, dass du 3, 4 Skills auf jemanden machst und der nicht stirbt. Daran erkennst du, okay, der hat offensichtlich PvP-Equipment. Aber wie schon gesagt, also Kaigas Assault muss man einfach dranbleiben und denen aufzeigen, was da alles falsch läuft. Und ich meine, das ist schon ziemlich crazy. Ich meine, das ganze Team ist literally AFK. Die bewegen sich nicht mal mehr aus dem Spawn raus. Und das ist natürlich das eine Problem. Aber das Ding ist halt, selbst wenn das gleichmäßig aufgeteilt wäre mit den AFK-Leuten, dann ist es ja immer noch so, dass die Leute, die aktiv spielen, auch wieder nicht ausgeglichen sind, ja. Also, dass du quasi mal die AFK-Leute komplett ignorieren. Die haben ja beide Teams. Beide Teams haben ja AFK-Leute. Aber dass halt die Leute, die aktiv quasi spielen, so unausgeglichen sind. Und das ist ja auf FEC leider genau das gleiche. Auf FEC hatte ich bisher 6 Mal gespielt. Oder 5 Mal? Ne, 6 Mal, glaube ich. Und literally in 5 von 6 Fällen haben wir einfach haushoch gewonnen und es war literally nicht mal knapp, ja. Und das ist halt so... Ich meine, da muss ja irgendwas dann offensichtlich mit dem Matchmaking so krass falsch laufen, dass halt, ja, das ist einfach sinnlos, das überhaupt gegeneinander zu spielen, weil du einfach weißt, okay, das eine Team wird 1000%ig gewinnen. Das ist einfach eine Tatsache. Und das ist sehr schade. Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Die sind gestunt und das Team geht nicht drauf, also voll verspätet. Wäre natürlich schon hilfreich, wenn ihr direkt mit einem Stun drauf geht, weil dann könnte ich vielleicht auch überleben, wenn nicht erst wartet, bis ich tot bin. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, keine Ahnung. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie da nichts ändern. Also die letzte Änderung von Kaigas Assault ist, glaube ich, schon wieder 6 Wochen her oder so. Ja, ich glaube, Minimum 6 Wochen, können vielleicht sogar schon wieder 8 Wochen sein. Und das verstehe ich halt einfach nicht, warum die so lange warten. Und ich meine, das sind ja teilweise wirklich Kleinigkeiten eigentlich, die man ändern könnte. Allein schon das mit den Teamnamen, einfach die Teamnamen entfernen, dass die nicht mehr so fett über einem stehen und den ganzen Bildschirm verdecken. Das wäre jetzt schon nicht schlecht. Aber, naja. Wie gesagt, man muss einfach weiter Kritik üben. Konstruktive. Und vielleicht wird es irgendwann mal besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, wenigstens ist es eine schnelle Runde. Schlimm ist halt, wenn die Teams unausgeglichen sind, die Runde dann trotzdem ewig dauert. Das hat man ja manchmal so, dass es am Anfang irgendwie noch gleich ist. Aber man merkt schon irgendwie bei den Artefakten oder so, dass es da irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Aber bei Kaigas selbst vielleicht nicht.
Und dann ganz am Ende ist aber plötzlich so, das andere Team hat einfach so 80% innerhalb von 2 Sekunden gefühlt. Na gut, 2 Sekunden war es ein bisschen übertrieben, aber innerhalb von kürzester Zeit. Und dann denkst du dir jetzt so, wie kann das sein? Die Teams sind so unausgeglichen, wieso haben wir das so lange halten können, sozusagen? Und ja. Aber gut, Borodeng ist dazu natürlich auch nicht der Maßstab der Dinge, weil Borodeng halt momentan sowieso so ein Sonderfall ist. Oder Borodeng stellvertretend für die Nicht-FEC-Server, weil da halt einfach momentan kaum Leute auch spielen. Aber wie gesagt, auf FEC ist es das Gleiche. Und ich meine, auf FEC melden sich zu Kaigas Assault mittlerweile fast 1000 Leute an. Und von dem her, ja, also liegt das jetzt auf jeden Fall nicht nur daran, dass der Server hier nicht mehr so krass bespielt wird gerade. Double Stun, also wenn die nicht beide sterben, na, also, das wäre traurig gewesen. Oh, da war der Stun. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen... das wollte ich mal ausprobieren. Hat das nicht irgendwie 100% Wahrscheinlichkeit? Genau. Routing hat 100% Wahrscheinlichkeit im PvP. Das wollte ich mal ausprobieren. Hat auch funktioniert anscheinend. Konnte sich nicht mehr bewegen. Wann habe ich das gemerkt? Seitdem habe ich es auch wieder vergessen. Ich finde das halt Hammer OP eigentlich, dass das 100% Wahrscheinlichkeit hat. Ich glaube, das wüssten einige Leute nicht, die nicht aktiv PvP spielen. Gut. Woher zum Teufel soll das wissen, wenn man nicht aktiv PvP spielt. Von dem her, naja. Ich kriege hier noch ein paar Kills. Bei den AFK-Leuten. Ich glaube echt noch ein paar Leute gekillt. 10 Kills hatte ich tatsächlich. Also Team Black war literally 16, 10, 7, 7. Also man merkt ein ganz minimales, ein ganz kleines Ungleichgewicht. Ja, aber auch nur ganz, ganz leicht. Kaigas haben wir gefühlt nicht einmal angegriffen. Hier steht einfach kein einziger von Team Black. Und hier waren es, ja gut, hier war es. Ja, Artefakte war eigentlich ganz okay. Das hat ja sogar, ja, am Ende hatten wir sogar 3 Artefakte, aber ja. Kaigas besteht halt im Endeffekt aus 3 Disziplinen. Artefakte, Kaigas selbst und PvP. Und wenn man in 2 von 3 verliert, hat man keine Chance. Gut, ich meine, du kannst in Kaigas eigentlich nicht gewinnen, wenn du im PvP und in Artefakten verlierst. Allein schon, wenn du keine Artefakte hast, machst du nicht mal mehr Damage an Kaigas, aber ja, so ungefähr ist es ja. Ja, wie gesagt, man muss einfach weiter hier Kritik üben und hoffen, dass da mal ein paar Änderungen kommen, die man sich wünscht, weil, ich weiß gar nicht, wann wurde Kaigas released, das ist auch schon wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Ja. Ist halt momentan nicht so attraktiv zum aktiv spielen. Viel attraktiver ist es, da einfach so viele Chars wie möglich AFK reinzustellen und einfach nicht zu spielen, das ist deutlich attraktiver. Und selbst wenn sie das jetzt beheben würden, dann wäre es immer noch ein großes Problem mit dem Balancing. Also, naja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Heute dann kein Kaigas Assault von FEC, wie gesagt, weil da hat sich jetzt in den letzten 2 Wochen bei mir leider nichts geändert. Deswegen, ja, erst nach dem nächsten Equipment-Update lohnt sich das, glaube ich, wieder. Also ich meine, ich habe 2, 3 Level-Ups gemacht, aber sonst hat sich ja nicht wirklich was geändert. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Live-Streams. Haut rein und ciao, ciao.